Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Was wäre, wenn ein Loch? Mel's Hole ist ein mysteriöses Sinkloch, das viele Menschen seit Jahrzehnten vor ein Rätsel stellt. Um die Wahrheit herauszufinden, beschloss ein Forschungsteam, eine Kamera auf den Grund des Lochs zu werfen. Doch was sie aufnahmen, machte alle fassungslos. Diese Bilder sind immer noch ein Rätsel und stellen selbst die besten Wissenschaftler vor Herausforderungen. Aber das ist noch nicht alles. Entdecken wir auf unserer heutigen Reise 20 der seltsamsten Entdeckungen, die jemals in Erdfällen gemacht wurden. Bank Sinkhole. Hier geht es nicht um ein Erdloch, das eine Bank verschluckt. Stattdessen tauchte in Florida ein kleines Sinkloch auf einer Straße auf und die Behörden beeilten sich, es zu reparieren. Doch als sie nachhackten, entdeckten sie, dass das Loch nicht durch ein Naturereignis entstanden war. Es war das Ergebnis des Versuchs, einen unterirdischen Tunnel zu einer Bank zu graben, um einen Raub wie in einem Film zu begehen. Der Tunnel war gerade breit genug, dass eine Person auf dem Bauch hindurchkriechen konnte, und er wirkte wie aus einem Film oder einer bestimmten Fernsehserie, die früher auf FX lief. Aber letzten Endes ist es nur eines dieser typischen Dinge, die in Florida passieren. Genie Well. Wenn es um Erdfälle geht, werden sie manchmal als so seltsam und geheimnisvoll angesehen, dass sich um sie alle möglichen Legenden ranken, was sich darin befinden könnte. Im Jemen zum Beispiel sprechen die Einheimischen über den Brunnen von Bahut, eine natürliche Senke, von der sie glauben, dass sie verflucht ist und in der Flaschengeister hausen. Und nein, nicht wie der gute Robin Williams Geist aus Aladdin. Jemand wollte in das Loch steigen und herausfinden, was genau da drin war. Und tatsächlich, jemand tat es. Und das Ergebnis war ein wenig enttäuschend. Wow, was für ein Schocker. Es stellte sich nämlich heraus, dass sich in dem Loch Schlangen, tote Tiere und einige Pflanzen befanden. Aber das Rätselhafteste war wohl der Geruch. Haben Flaschengeister einen Körpergeruch? Das Pferdesenkgrube. Für diejenigen unter euch, die die unendliche Geschichte gesehen haben, werde ich jetzt eine dringend benötigte Läuterung vornehmen. Eure Kindheitserinnerungen werden danach positiver sein. Anfang des Jahres 2024 öffnete sich im San Fernando Valley ein Erdfall genau an der richtigen Stelle, um ein Pferd hineinzuziehen. Die schlechte Nachricht war, dass sie in dem Loch feststeckte. Aber die gute Nachricht war, dass sie nicht vollständig eingezogen war. Es steckte nur bis zum Hals fest. Der Besitzer entdeckte das festsitzende Pferd bald und rief eine ganze Schar von Feuerwehrleuten herbei, um es aus dem Loch zu befreien. Mit vereinten Kräften gelang es ihnen glücklicherweise, das Pferd namens Lucky aus dem Loch zu befreien. Und das Pferd hatte nur ein paar kleinere Verletzungen zu beklagen. Höhlenloch. Zuvor habe ich Ihnen von einem Erdfall berichtet, der vor langer Zeit eine antike Höhle gefüllt haben könnte. Jetzt erzähle ich Ihnen von einem riesigen Höhlenloch, das in einem Erdfall in China gefunden wurde. Das große Höhlenloch hat ein geschätztes Volumen von 6,7 Millionen Kubikmetern und die Höhle selbst ist 200 Meter tief. Es ist ein ziemlicher Weg, um dorthin zu gelangen. Und ich bin sicher, dass Sie nicht erwartet haben, ein solches Loch vorzufinden, das auf Sie wartet. Ich kann zwar nicht mit Sicherheit sagen, was sich im Inneren dieses langen Lochs befindet, aber wir können zumindest Hinweise auf bestimmte Dinge in der Vergangenheit finden. Sie, B, wann es entstanden ist, was sich darin befunden haben könnte und ob sich das Sinkloch aufgrund der Stärke der umgebenden Materialien öffnen könnte. Das wiederkehrende Sinkloch. Ich bin auf dem Weg zurück nach Florida. Und diesmal ist die Lage ernst. Im Jahr 2023 öffnete sich ein Dolinenloch, das man für vollständig geschlossen hielt, plötzlich wieder und gab Anlass zur Sorge, dass es noch mehr Schaden anrichten könnte. Zum Vergleich, im Jahr 2013 entstand unter einem Haus ein Erdfall und der Boden gab unerwartet nach. Die Situation war so gefährlich, dass die Behörden beschlossen, das verbleibende Gebäude aus Sicherheitsgründen abzureißen. Das Erdloch kehrte jedoch mit voller Wucht zurück. Und wenn es sich weiter ausdehnt, könnte es weitere Menschen gefährden. Wie Sie sich vorstellen können, ist dies kein leichtes Thema und erinnert an die Macht und Unberechenbarkeit der Natur. Uralte Baumhöhle. Und nun zurück nach China. Ich hatte Sie gewarnt, dass das Land viele Erdfälle hat. Und im Jahr 2022 fand man einen weiteren. Dieses war so tief, dass sogar ein Wald aus ihm herauswuchs. Es ist 192 Meter tief, was ziemlich riesig ist. Und dieses Sinkloch war ein ganzes Gebiet voller Leben, einschließlich Bäumen, die 40 Meter hoch sind. Und sie haben ihre Äste absichtlich so geformt, dass sie nach dem Sonnenlicht an der Spitze des Lochs greifen können.
Aufgrund dieses Fundes und der Tatsache, dass es mehrere Eingänge zu dem Ort gibt, glauben viele Menschen, dass es in dem Sinkloch einige unentdeckte Arten gibt. Und das wäre nicht weit hergeholt, wenn man an das andere chinesische Sinkloch denkt, von dem ich Ihnen zuvor erzählt habe. Man weiß es einfach nie, bis man es sich angesehen hat. Lone Elk Park Sinkhole. Jetzt springen wir nach St. Louis, wo ein Sinkloch in einem künstlich angelegten See sowohl den Menschen als auch den Tieren in der Umgebung eine Menge Probleme bereitete. Der Ort, der als Lone Elk Park bekannt ist, war ein Kalksteinsee, der, Sie ahnen es schon, so stark abgebaut wurde, dass sich in einem Teil davon ein Sinkloch gebildet hatte. In dem Moment, in dem es sich öffnete, wurde alles, was sich darin befand, vom Wasser bis zu den Fischen, in das Loch gesaugt und verschwand dann einfach. Aufgrund des Gefälles und der Topographie wurde zwar nicht der gesamte See aufgesaugt, aber doch ein großer Teil davon. Und viele haben sich Gedanken über die Tiere in der Nähe gemacht und darüber, dass sie nicht in der Lage sein würden, das Wasser, das sie brauchen, aus anderen Teilen des Gebiets zu holen. Menschen und Tiere können durch Erdfälle gleichermaßen geschädigt werden. Mexikanische Farm Sinkhole. Ich habe es schon das ganze Video über gesagt, aber diese Erdfälle sind insofern bösartig, als sie aus dem Nichts auftauchen und sich überall dort bilden können, wo die richtigen Bedingungen gegeben sind. Wie zum Beispiel bei dieser Farm in der Nähe von Puebla, Mexiko. Die Bauernfamilie, die dort lebte, hatte keine Ahnung, dass sich ihre Welt verändern würde. Und dann begann sich das Loch zu bilden. Als es auftauchte, dachten die Leute, sie würden nur ein Erdbeben spüren. Aber es war viel schlimmer als das. Plötzlich entstand auf ihrem Ackerland ein riesiges, etwa 10 Meter breites Loch, das immer noch weiter wuchs. Die Behörden kamen und versuchten, das Gebiet unter Quarantäne zu stellen, und das Haus der Familie musste verlassen werden, damit es nicht von dem Loch verschlungen wurde. Ironischerweise sahen einige Leute darin eine Gelegenheit für eine Touristenfalle und richteten Plätze ein, an denen man für die Besichtigung dieser Art von Sinkloch bezahlen oder Snacks bekommen konnte. Klassischer Kapitalismus. Oldtimer. Wie Sie sich vorstellen können, war 2020 für viele Menschen aus vielen Gründen ein schreckliches Jahr. Aber jetzt stellen Sie sich vor, Sie müssen mit all diesen Dingen fertig werden. Und dann tut sich in Ihrer Nachbarschaft in South Dakota ein Erdfall auf. Genau das geschah. Und es führte zu einer Evakuierung und dazu, dass eine ganze Reihe von Häusern in das Erdloch gesaugt wurden, das sich auf mysteriöse Weise gebildet hatte. Als alles stabilisiert war und sie in das Loch hinabstiegen, fanden sie inmitten der Trümmer einen Oldtimer. Dieses Auto gehörte eindeutig jemandem. Und die Tatsache, dass es auf dem Grund des Sinklochs gelandet ist, wo es wahrscheinlich hätte gerettet oder geborgen werden können, ist eine tragische Sache. Jemand hat dieses Auto geliebt, und dann wurde es ihm ohne eigenes Verschulden weggenommen. Das schwarze Loch. Die letzte Geschichte über einen Erdfall war zwar lustig, aber sie ist eine der wenigen, über die man auf diese Weise sprechen kann. In Chile zum Beispiel gab es im Jahr 2022 eine erschreckende Erfahrung mit einem Erdfall, als in der Nähe einer Mine ein riesiger Erdfall auftauchte, von dem niemand wusste, dass er da war, bis er entdeckt wurde. Das Loch war fast 30 Meter breit und wurde als schwarzes Loch bezeichnet, weil es auf Fotos von oben so dunkel erscheint. Der wahre Schrecken hier ist, dass Menschen und Gebäude an diesem Ort ohne zu zögern verbrannt wären. Es wird angenommen, dass das nahegelegene Bergwerk alles verursacht hat, was durchaus möglich ist, aber es könnte auch einfach ein Naturereignis gewesen sein. Besondere Entdeckung. Einem Reddit-Benutzer zufolge erkundeten ein paar Männer die Gegend um Ellensburg, als sie auf Mels Loch stießen und beschlossen, ihre Kamera in das Loch zu werfen. Als sie die Bilder auf dem Bildschirm sahen, sahen sie eine antike Stadt im Inneren des Lochs, was einige von ihnen erschreckte. Was denken Sie darüber? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen. Gator Sinkhole. Ich werde hier eine kleine Veränderung vornehmen und nicht darüber sprechen, was in einem Erdfall gefunden wurde, sondern was auf einem Erdfall gefunden wurde. Dieses Sinkloch, das Deep Hole genannt wird, befindet sich in Florida, was bei Ihnen bereits Warnmeldungen auslösen sollte. Aber keine Sorge. Die Leute machen keine Dummheiten in diesem Loch. Stattdessen werde ich darüber sprechen, dass dieses Sinkloch offenbar ein beliebter Treffpunkt für Alligatoren ist. Sie kommen manchmal zu Dutzenden hierher und füllen das Loch mit ihren Artgenossen auf. Oh, und in der Spitze können sich über 200 Alligatoren in diesem Wasserloch aufhalten. Warum sie hierher kommen, kann man nicht sagen. Das sind die Florida Gators.
Und die haben eine andere Denkweise als alles andere. Ebenso witzig ist, dass es sich um ein Touristenziel handelt. Sie wissen schon, ziemlich menschlich ist. Aber keine Sorge. Sie dürfen sich den Alligatoren nicht nähern. Und selbst wenn sie es täten, würden sie nicht lange überleben. Das große Rift Valley Sinkhole. Wenn Sie das letzte Video ein wenig erschreckend fanden, dann habe ich noch ein weiteres für Sie, das aus Kenia stammt und dasselbe Maß an schockierendem Unglauben zeigt, wenn es darum geht, wie schnell sich die Dinge zum Schlimmsten wenden können. In diesem Fall ist das ostafrikanische Great Rift Valley ein Ort, an dem Sie sich auf der afrikanischen Platte befinden. Aber auch diese Platte bricht auseinander. Und das hat alle möglichen Löcher entstehen lassen. Eines davon ist hier zu sehen, nachdem starker Regen es geöffnet hat. Obwohl es klein ist, absorbiert es alles, was sich ihm in den Weg stellt, ohne Gnade oder Pause. Es beginnt mit Wasser, was man sich leicht vorstellen kann. Aber dann faltet sich das Land drumherum, einschließlich großer Grasflächen, plötzlich in sich zusammen und verschwindet aus dem Blickfeld. Die Menschen, die das beobachten, sind absolut fassungslos und es ist nicht schwer zu verstehen. Warum? Es handelt sich um ein winziges Sinkloch, das jedoch große Auswirkungen auf die Gegend hat. Stellen Sie sich vor, er wäre noch größer geworden. Sinkloch in Louisiana. Bisher habe ich Ihnen gezeigt, was man als die Folgen eines Erdfalls bezeichnen kann. Und darum geht es in dieser Liste auch. Aber ich habe das Gefühl, dass einige von Ihnen immer noch nicht wirklich wissen, wie gefährlich Erdfälle sein können. Vor allem, wenn sie sich in der Phase ihrer schnellen Ausbreitung befinden. Um Ihnen dabei zu helfen, möchte ich Ihnen dieses ganz besondere Sinkloch in Louisiana zeigen. Es handelt sich um das Bayou Cornet Sinkhole, das einen Durchmesser von 24 Hektar hat. Es entstand, als in einer stillgelegten Salzmine eine Wand einbrach, die dann mit Wasser geflutet wurde, was die gesamte umliegende Landmasse in Mitleidenschaft zog und so etwas wie dieses Loch entstehen ließ. Am Anfang passiert gar nichts, was einem ein falsches Gefühl von Sicherheit gibt. Und dann, als sich das Sinkloch wirklich öffnet, werden die Bäume in der Nähe in das Loch gesaugt. Und es handelte sich nicht nur um kleine Bäume, sondern um riesige, was ihr Verschwinden im Wasser noch auffälliger machte. Das Sinkloch wächst möglicherweise immer noch weiter, was in vielerlei Hinsicht beängstigend ist. Sinkloch auf Milchviehbetrieb. Wenn Sie mir immer noch nicht glauben, dass Erdfälle überall vorkommen und fast jede Form und Größe haben können, brauchen Sie nur nach Australien zur Milchfarm von Trevor Ashby zu fahren, um die Wahrheit zu sehen. Vom Boden aus sieht hier alles normal aus. Es sieht aus wie ein Milchviehbetrieb. Es gibt jedoch ein Loch, in das man hinabsteigen kann, das gerade groß genug ist, um eine Person und ihre Ausrüstung hineinzubekommen. Und sobald man unter den ersten Einstiegspunkt kommt, gelangt man in eine bodenlose Grube. Es ist wahr. Und als die Leute von diesem Loch in der Milchfarm erfuhren, wollten sie hineintauchen und sehen, was sich auf dem Grund befindet. Das mag für sie seltsam klingen, aber manche Taucher leben für das Abenteuer und wollen zu verschiedenen Dolinen auf der ganzen Welt fahren, um herauszufinden, was sich in ihnen befindet, wie sie entstanden sind und welche Wunder sie finden können. Sogar der Landwirt, dem die Grube gehört, Warfrow, dass Taucher kamen und sich hineinwagten und stellte sogar fest, dass die Grube dem Weltall am nächsten kommt. So kann man es auch sehen. Denn je nach Größe und Inhalt ist es eine völlig andere Welt. Die Tür zur Hölle. Dies ist mit Sicherheit eines der coolsten Dinge, über die ich in dieser Liste sprechen werde. Das Tor zur Hölle ist eine besondere Art von Erdfall, der von Menschenhand geschaffen wurde. So heißt es zumindest in den Geschichten. Und die tatsächliche Beschaffenheit des Kraters und wie er sich gebildet hat, ist offenbar geheim. Aber die Details sind so grundlegend, dass man leicht herausfinden kann, wie die Dinge abgelaufen sind. Dieser Krater befindet sich in Turkmenistan und wurde einst von der Sowjetunion kontrolliert. Die UdSSR fand heraus, dass es in dem Gebiet Erdgasvorkommen gab und versuchte, danach zu bohren, was ziemlich einfach war. Aber als sie bohrten, stürzte der Krater ein und das Erdgas strömte aus. Das kann gefährlich sein. Also beschloss man, den Krater anzuzünden, bis das Gas verbrannt war. Und ob Sie es glauben oder nicht, so sollte das eigentlich funktionieren. Allerdings wurde das Streichholz in den 1980er Jahren angezündet. Und es brennt noch heute. Der Krater brennt nach all den Jahren tatsächlich immer noch. Und das hat dem Land ein episches Touristenziel beschert. Eine verlorene Spezies. Ich fliege jetzt zurück nach China, damit wir uns das Yunnan Sinkhole ansehen können.
Dieses Loch wurde bereits 2021 erforscht. Und was man dort fand, veränderte sofort den Eindruck, den man von dieser Struktur hatte. Ähnlich wie beim ersten Sinkhole befand sich in seinem Inneren ein sehr lebendiger Naturraum. Das allein wäre schon cool gewesen. Aber schon bald erkannten die Menschen, dass sie aufgrund der Abgeschiedenheit im Vergleich zum Rest der Welt in der Lage waren, verschiedene Pflanzen und Tiere zu beherbergen und am Leben zu erhalten, die schon lange nicht mehr gesehen worden waren. So wurde zum Beispiel ein Lebewesen gefunden, das seit 1893 nicht mehr gesehen worden war. Und wenn man einen Moment darüber nachdenkt, wird deutlich, wie gut das Leben an einem Ort überleben kann, an dem man es nicht erwartet hätte, dass es gedeiht. Dies veranlasste die Wissenschaftler dazu, sich zu fragen, welche anderen Arten in anderen Erdfällen in der Gegend vorkommen. Und ich bin mir sicher, dass sie diese seither genau unter die Lupe genommen haben. Es ist unglaublich, dass ein Ort wie ein Erdfall ein Ort sein könnte, an dem Leben außerhalb der Auswirkungen der Menschheit und des Rests der Welt erhalten bleiben könnte. Und es ist etwas, das man für die Zukunft im Hinterkopf behalten sollte, wenn die Dinge weiterhin brenzlig werden. Das große blaue Loch. Das Great Blue Hole ist eine bemerkenswerte Unterwasserhöhle in Belize, die nicht nur ein Ort für wissenschaftliche Studien ist, sondern auch ein beliebter Ort für Taucher, die eine spannende Herausforderung suchen. Dieses Sinkloch ist besonders attraktiv für Freitaucher und Abenteurer, die eine einzigartige und atemberaubende Umgebung erkunden möchten. Von oben betrachtet hebt sich das Loch durch seine markante blaue Farbe von den umliegenden Gewässern ab und macht deutlich, dass es sich um keinen gewöhnlichen Ort handelt. Obwohl es das große blaue Loch schon seit langem gibt, erreichten Wissenschaftler seinen Grund erst 2018. Eine vom Milliardär Richard Branson finanzierte Spezialexpedition hatte zum Ziel, eine detaillierte 3D-Karte der Tiefen des Sinklochs zu erstellen. Beim Abtauchen trafen sie auf Meeresschildkröten, Riffhaie und lebhafte Korallen. In einer Tiefe von 90 Metern begannen die Meeresbewohner jedoch zu verschwinden. Sie entdeckten eine Schicht aus Schwefelwasserstoff, die erklärte, warum die meisten Lebensformen verschwunden waren. Diese Schicht hatte eine toxische Wirkung auf die Umwelt und schuf einen starken Kontrast zwischen dem pulsierenden Leben an der Oberfläche und der unheimlichen Tiefe. Bei ihrer Erkundung entdeckten sie auch Hinweise darauf, dass dieses Sinkloch einst ein Höhlensystem war, in dem es vor der Überflutung von prähistorischem Leben wimmelte. Leider entdeckten sie auf dem Grund auch menschliche Abfälle, die uns daran erinnern, dass die Umweltverschmutzung selbst die abgelegensten und ursprünglichsten Orte der Erde erreichen kann. Längliche Schädel. Nicht alle Erdfälle befinden sich an Land. Viele sind unter Wasser und können nur von Tauchern erkundet werden. Eine solche Höhle befindet sich auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan und ist als Sac Ayum bekannt. Die Einheimischen wussten zwar von der Zenote, aber sie mieden sie wegen ihrer historischen Bedeutung. Diese natürliche Grube wurde von der alten Maya-Zivilisation für rituelle Zwecke genutzt. Als Taucher 2014 die Zenote erforschten, entdeckten sie nicht nur mehrere Höhlen, sondern auch die Überreste vieler Menschen. Diese Funde deuten darauf hin, dass das Gebiet einst für wichtige kulturelle Praktiken genutzt wurde. Neben normalen Skelettresten fanden die Taucher auch verlängerte Schädel, ein Merkmal, das Teil einer alten Maya-Praxis war. Diese einzigartige Schädelveränderung, von der man annimmt, dass sie im Säuglingsalter vorgenommen wurde, war bei den Maya eine kulturelle Tradition. Der Zweck dieses Brauchs ist nach wie vor unklar. Es wird jedoch angenommen, dass er eine symbolische oder spirituelle Bedeutung hatte. Neben diesen Entdeckungen spekulierten die Forscher auch darüber, dass einige der Überreste aufgrund von Krankheiten dorthin gebracht worden sein könnten, da die Maya diese Zenoten möglicherweise dazu nutzten, von Krankheiten betroffene Personen zu isolieren, um deren Ausbreitung zu verhindern. Diese Einblicke in alte Praktiken bieten einen Einblick in die Geschichte und die Bräuche der Maya-Zivilisation und zeigen das Geheimnis und die Faszination, die Senkgruben bergen können. Sinkloch trifft auf Vulkan. Zu Beginn dieses Videos haben wir ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Erdfälle überall auftreten können. Und das meine ich auch so. Alles, was es braucht, sind die richtigen Bedingungen, um sich zu bilden. Und es wird direkt unter ihren Füßen wachsen. Es spielt keine Rolle, ob es in einer Stadt oder auf einer Farm in Neuseeland ist. So geschehen im Jahr 2018, als ein Erdfall etwa 20 Meter tief und 200 Meter breit war. Das zeigt, dass Erdfälle nicht unbedingt eine bestimmte Größe haben müssen.
Wie groß ein Erdfall wird, hängt ganz von den Bedingungen in seiner Umgebung ab. Das Besondere an diesem Loch war jedoch, dass die Wissenschaftler bei der Untersuchung des Bodens einen Vulkan entdeckten. Um es klar zu sagen, dieser Vulkan war nicht aktiv. Und die Bauern waren in keiner Weise in Gefahr. Der Vulkan selbst war 60.000 Jahre alt und bildete einen großen Krater, der schließlich von Kalkstein und anderen natürlichen Elementen aufgeschüttet wurde, bis er zu Ackerland wurde. Die Wissenschaftler vermuten, dass der Kalkstein nach Jahrtausenden des Regens und der Erosion nachgegeben hat, bis sich das Loch auftat. Die Erkenntnis, dass eine potenzielle Naturkatastrophe heimlich in einer anderen Naturkatastrophe lauert, ist ziemlich interessant. Und es zeigt auch, dass Mutter Natur immer eine Überraschung für uns bereithält, wenn wir es am wenigsten erwarten. Durch die Untersuchung des Vulkankraters könnten die Wissenschaftler mehr über die Vergangenheit des Gebiets erfahren, was wiederum Aufschluss darüber geben könnte, ob in diesem Teil Neuseelands mit weiteren Erdfällen zu rechnen ist. Ach ja, und die Landwirte, deren Land gerade durch das Loch freigelegt wurde, haben einfach einen Zaun darum gezogen. Ziemlich schlau, wirklich. Das riesige Karstzinkloch. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum wir uns dafür interessieren sollten, was sich auf dem Grund oder in der Nähe eines Erdfalles befindet. Die Antwort ist, dass die Erforschung der Tiefen eines Erdfalles viel darüber verraten kann, wie er entstanden ist und wie lange er schon dort liegt. Die Zeit kann auf geheimnisvolle Weise wirken. Und ein perfektes Beispiel dafür ereignete sich im Jahr 2022 in China, als sich Wissenschaftler in eine riesige Karstsenke wagten und auf etwas wirklich Außergewöhnliches stießen, einen prähistorischen Wald. Zum Vergleich, dieses Sinkloch ist über 30 Meter tief und erstreckt sich über eine Fläche, die so groß ist wie ein paar Fußballfelder. Er wurde von Höhlenforschern in der Nähe eines Dorfes entdeckt und befindet sich in einer Region Chinas, die für ihre einzigartige Karsttopographie bekannt ist, die die Bildung von Dolinen in verschiedenen Größen ermöglicht, von denen einige sogar nur 1 Meter tief sind. Dieses spezielle Sinkloch ist eines von etwa 30 seiner Art in China. Aber was es von anderen unterscheidet, ist der riesige, üppige Wald, den es auf seinem Grund beherbergt. Das Sinkloch befindet sich in einer hügeligen Region und hat offenbar einen großen Teil eines Berggipfels verschluckt. Es ist schwer vorstellbar, wie sich ein so tiefes Loch bilden und dennoch einen ganzen Wald hervorbringen konnte. Noch faszinierender ist, dass dieser Wald prähistorisch ist. Das Sinkloch ist seit Millionen von Jahren gewachsen, lange bevor der Mensch auf der Bildfläche erschien. Wissenschaftlern zufolge sind die Bäume in diesem uralten Wald außergewöhnlich hoch, was darauf hindeutet, dass diese Senke schon seit langer Zeit ein nachhaltiges Ökosystem darstellt. Es ist eine Erinnerung daran, dass die Natur in all ihrer Kraft und ihrem Geheimnis uns immer wieder überraschen kann. Waren Sie erstaunt über das, was auf dem Grund dieser tiefen, scheinbar bodenlosen Grube entdeckt wurde, oder hielten Sie diese Entdeckung für sinnvoll, wenn man bedenkt, wie lange es schon Senkgruben gibt? Kennen Sie noch andere Senkgruben mit seltsamen oder unerwarteten Funden? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare. Sehen Sie sich die anderen faszinierenden Entdeckungen auf dem Bildschirm an. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.